Kennst du das Gefühl, man hat eine eingeklemmte Rippe, einen ausstrahlenden Schmerz, der von hinten, von der Brustwirbelsäule über den Rippenverlauf nach vorne Richtung Brustkorb geht? Häufig sind diese Beschwerden auch mit Atmungsbewegungen verbunden. Das heißt, wenn du tief einatmest, spürst du die Schmerzen noch doller. In diesem Video zeige ich dir, welche Übung du brauchst, um deine Beschwerden loszuwerden. In diesem anatomischen Modell kann man das ganz gut sehen. Diese kleine gelbe Wurzel, was zwischen die Brustwirbelsäule und dann zwischen die Rippen rauskommt, diesen Nerv versorgt den ganzen Areal zwischen den beiden Wirbelkörpern, aber auch die gesamte Muskulatur, die Haut und die Nerven über den Rippenbogen. Wenn in dem Bereich Bewegungseinschränkungen sind, weil die Muskeln, die dazwischen sind, jetzt gerade einen Krampf haben, kann es sein, dass dieser Nerv gereizt wird und dadurch entstehen die Schmerzen. Um diese Beschwerden zu behandeln, ist es wichtig, dass du an der Beweglichkeit von den Einzelwirbelkörpern, von der Brustwirbelsäule arbeitest, aber auch in der Beweglichkeit von dem gesamten Brustkorb. Und diese Beweglichkeit verbesserst du mit Atmenübungen. Bei der Behandlung von diesem Beschwerdenbild geht es hauptsächlich um 3 Komponenten. Bei der ersten Übung geht es darum, dass du deine Brustkorbmuskulatur wieder öffnest bzw. deine Rückenmuskulatur aktivierst. Und dafür solltest du jetzt zu einer Kante bzw. einer Ecke bei dir gehen. Am besten ist es, wenn du jetzt halt in eine Ecke machst, wo du eine gerade Winkel hast von 90 Grad. Du stellst dich direkt zu diesem Winkel hin, eine Hand jetzt an der Wand und eine Hand an die andere Wand, so weit wie du kannst. Stellst dich jetzt aber ein bisschen weiter weg von der Wand und lässt die einfach jetzt in diese Ecke reinfallen und dann wieder weg. Ziel dabei ist durch dieses Reinfallen, dass deine Schulterblätter komplett nach hinten gehen, beziehungsweise dass du den vorderen Bereich von deinem Brustkorb, da musst du die Dehnung spüren. Du solltest deine Hände ungefähr auf die Höhe von deiner Schulter reinlegen und dann lässt du dich tatsächlich einfach reinfallen. Durch das Gewicht von deinem Rumpf kommt der Brustkorb nach vorne, die Pectoralis-Muskulatur wird gedehnt und du solltest bewusst die Muskulatur zwischen deinen Schulterblättern aktivieren. Und das sollte so aussehen. Reinfallen in die Ecke und wieder wegstoßen. Reinfallen, die Dehnung spüren und wieder stoßen. Achte darauf, dass du, wenn du eine Vorwärtsbewegung machst, dass du nicht in Hohlkreuz bewegst, sondern dein kompletten Rumpf geht wie eine Gerade nach vorne und du stoßt dich über die Arme wieder ab. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen nach oben. Jetzt bei der zweiten Übung geht es darum, dass du deinen Zwerchfellmuskel aktivierst, dass du eine Bauchatmung machst, aber auch, dass du die kleinen interkostalen Muskeln, das heißt die Muskeln zwischen die einzelnen Rippen, dass du die jetzt aktivierst. Du sollst dich gerade auf dem Boden hinsetzen, hinten auf die Sitzhocker sitzen, dass du eine aufrechte Haltung hast. Die Knie kannst du nach vorne gebeugt lassen, du kannst auch ein Kissen unterlegen, damit du erstmal eine stabile Grundlage hast. Du versuchst als erstes mit der Seite, die dir wehtut, zu beginnen. Und die Übung sollte ungefähr so aussehen. Du gehst jetzt mit deiner Hand, die Handfläche zeigend nach unten. Du machst deinen Arm lang, so weit wie du kannst, versuchst über deinen Rumpf zu greifen und dann zu dieser Bewegung machst du jetzt noch zusätzlich eine Seitneige von deinem Rumpf. So sollte es denn aussehen. Du versuchst bewusst den Bereich, den ganzen Rippenbogen zu dehnen. Die Handfläche zeigt nach unten und du versuchst nicht jetzt halt unbedingt nach unten zu gehen mit den Armen, sondern eher nach oben, dass du dich lang machst, so weit wie du kannst. Und dann wieder runterkommen.
Das ist erstmal die Grundbewegung. Du solltest aber diese Bewegung mit deiner Atmung assoziieren, weil dadurch verstärkst du den Effekt davon und sorgst dafür, dass die Nerven wieder frei Platz haben zwischen den Rippen. Den Arm über den Kopf einatmen, ganz lang nach oben ziehen Richtung Decke. Eine Seitneige von dem Rumpf machen, den Arm eher nach hinten über den Kopf und nicht da vorne. Ausatmen, wieder runter. Einatmen hoch. Arm nach hinten, die Handfläche zeigt nach unten, den Arm wird lang Richtung Decke und eine Seitneige von dem Rumpf. Ausatmen, wieder zurück. Wichtig dabei ist, dass die Atmentempo eher langsam ist. Das heißt, mindestens 3 Sekunden einatmen und genauso 3 Sekunden wieder ausatmen. Und jetzt bei der letzten Übung geht es darum, dass du die Rückenmuskulatur aktivierst, den Brustkorb eröffnest, das heißt die Brustmuskulatur dehnst und zusammen mit der Atmung arbeitest. So, alle 3 Muskelgruppen zusammen. Du sollst dich hinknien, deine Hände bringst du jetzt nach hinten. Je weiter du nach hinten kommst, desto mehr Dehnung wirst du auch auf dem vorderen Bereich von dem Brustkorb spüren. Am besten ist es, wenn du deine Hände nach außen zeigen lassen kannst. Das heißt Fingerspitzen Richtung Kopf. Deine Schulter drehst du jetzt bewusst nach außen, das heißt die Schulterblättenmuskulatur sollst du jetzt dadurch aktivieren und deine Schulterblätter sollen auch nicht deinen Nacken hochgehen, sondern nach unten Richtung Lendenwirbelsäule. In dieser Haltung jetzt einatmen und den Kopf noch nach hinten bringen, Brustkorb hoch, Schulterblätter nach hinten zusammenziehen, ausatmen, leicht reinfallen lassen. Und nochmal, noch weiter nach hinten, wenn es bei dir geht, Schulterblätter nach hinten, die Schulter drehen nach außen, dein Kopf kommt nach oben Richtung Decke, einatmen, Brustkorb richtig eröffnen, ausatmen, nochmal von vorne, deine Hände, wichtig ist, dass du die nach außen drehst. Durch diese Außendrehung der Schulter erreichst du erstmal eine Vordehnung von der Brustmuskulatur, dann Finger zeigen nach oben, Richtung kopfwärts, einatmen, strecken, Hüfte hochkommen, die Schulter nach außen drehen, Schulterblätter nach unten Richtung Gesäß und einatmen. Ausatmen, locker lassen. Und Spannung wieder lösen. Bei dieser Übung geht es eher um die Qualität von der Bewegung und nicht um die Quantität. Versuche die Atemzüge langsam und wirklich mit voller Ausmaß über den gesamten Brustkorb durchzuführen. Eine erhöhte Beweglichkeit von den Rippen, aber auch von der Brustwirbelsäule wird dafür sorgen, dass deine Beschwerden gelindert werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin!